Ich muss investieren, um mein Geld tatsächlich weiter zu vermehren. Gibt es vorbörsliche Aktien? Gibt es passives Einkommen? Ja, ja, ich habe auch investiert, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Erfolgsgeflüster. Mein heutiger Gast packt quasi aus, und zwar hier in dieser Podcast-Folge Erfolgsgeflüster. Sie ist Investorin seit vielen Jahren und sie wird in dieser Podcast-Folge ihre Geheimnisse, Tipps und Tricks erzählen, wie sie angefangen hat zu investieren, worauf sie achtet bei Unternehmen, die sie auswählt für Investitionen. Sie gibt praktische Tipps mit, wie man bereits anfangen kann zu investieren, auch schon mit wenig Geld. Sie hat ein konkretes Beispiel dabei, was eben auch 2024, 2025 super interessant ist. Aber, und das ist ganz wichtig, der Hinweis hier, es ist keine Finanzberatung. Sie erzählt nur von dem, was sie macht und bietet anderen Menschen die Möglichkeit, es ihr quasi nachzumachen. Jeder trägt das persönliche Risiko für seine Investition, für sein Geld. Und damit sind wir auch genau beim Thema. Geld ist ein wichtiges Thema, mit dem sich jeder beschäftigen sollte. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist, dass sie auspackt in dieser Folge Erfolgsgeflüster. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen, Felicitas Kochs. Herzlichen Dank, Michelle. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Bin schon ganz gespannt, was du mir alles gleich jetzt für Fragen stellst. Und ich hoffe natürlich, dass das auch Anklang findet, unser Interview heute. Definitiv. Davon gehe ich aus, denn es geht ja um ein Thema letztlich, das Thema Geld, investieren, das ja doch irgendwie so ziemlich jeden von uns interessiert. Die einen haben mehr Berührungspunkte damit, die anderen weniger und viele wünschen sich, mehr Berührungspunkte damit zu haben. Und genau da kannst du gleich mal ein paar spannende Einblicke geben. Lass uns doch starten mit vielleicht einer sehr starken Frage. Und zwar, was war das beste Investment aus deiner Sicht, das du jemals getätigt hast? Da habe ich einige gemacht, aber eines ist natürlich ganz klar, ich bin ganz früh bei Apple eingestiegen. Also das überhaupt, ne? Ich habe mich schon sehr, sehr früh damit getragen. Ich musste immer die Aktien analysieren. Ich hab total den Drang gehabt, Mensch, ich möchte unbedingt mehr über die Unternehmen wissen. Und als ich dann so die Apple Story hörte, habe ich gesagt, das ist cool, das könnte was Gutes werden. Genauso wie bei Amazon oder Tesla war ich ganz früh dabei als Aktionärin. Und das war natürlich eines der besten, wenn man jetzt mal so die Börsenentwicklung sieht, da ist schon richtig was Tolles rausgekommen. Damals war ich aber noch relativ jung und hatte nicht so viel Geld da reingetan. Das wäre jetzt natürlich noch das Coole gewesen, diese ganzen vielen Prozente mitzunehmen mit richtig großen Beträgen. Aber damals, war tatsächlich in dem Bereich richtig cool. Ja, spannend. Da stellt sich auch die Frage, du sprichst schon davon, dass ja Apple-Einstieg und so, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Wann hast Mhm. du denn angefangen zu investieren? Ja, also eigentlich, ne, man darf ja erst, wenn man jährig ist, investieren, aber ich habe tatsächlich schon so mit 16 angefangen, irgendwelche gruseligen, ne, anderen Leute würden sagen, Gott, ne, irgendwelche Zeitschriften über Finanzen zu lesen. Und mich hat das total fasziniert, also Geld überhaupt und wie man das vermehrt und so weiter. Mir ist auch echt sehr schnell klar geworden, also Banken, Versicherungsprodukte und so weiter. Aber ich das damit, ne, mein Geld wirklich so vermehren kann, damals war ich da schon sehr skeptisch und heutzutage sage ich ganz klar, es gibt so viele tolle Unternehmen, es gibt so viele tolle Projekte fernab von Bankprodukten, Versicherungsprodukten, wo man sein Geld für sich arbeiten lassen kann. Und damals hat mich das schon gecasht und dann bin ich immer mehr sozusagen im erstmal Selbststudium bis hin später natürlich dann auch, dass ich Coachings wahrgenommen habe, dass ich Ausbildungen gemacht habe und, um halt wirklich ein riesen finanzielles Wissen aufzubauen. Wobei ich natürlich sagen muss, ich lerne immer noch dazu. Also ich bin immer noch akribisch und hat sich nichts verändert. Im Gegenteil, ich habe natürlich ein wahnsinniges Wissen aufgebaut und das freut mich eben, wenn ich das jemand anderen auch natürlich dann zusammenfassen kann oder wenn Leute von mir profitieren können. Ja, spannend. Also du warst noch sehr jung, als du investiert hast. Was waren denn so deine Gedanken dabei? Gerade jetzt vielleicht, wenn es dann auch die ersten Investments waren, die eben nicht klassische, ja, Finanzprodukte bei der Bank waren, die ja doch wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer am ehesten kennen und nutzen. Wie war so dein Gefühl dabei? Also hattest du da auch irgendwie, ich weiß nicht, Sorgen oder irgendwie Bauchschmerzen dabei oder war das eher so Freude? Beschreib das gerne Ja. mal, wenn du es noch. Ja, auf jeden Fall. Das ist heutzutage immer noch so, ne? Also ich muss echt sagen, ich freue mich immer wie ein
ein kleines Kind immer noch, wenn ich Unternehmen sozusagen recherchiere, wenn ich irgendetwas habe, was so unheimlich viel Benefit bringt für jeden. Und das ist wirklich auch ganz wichtig. Und damals war es auch so. Ich habe natürlich über die Jahre so also praktisch mein Bewertungssystem, was ich an Unternehmen nehme, damit ich halt qualifizieren kann, okay, ist das wirklich auch ein tolles Investment? Oder ist es ein Projekt, in das ich wirklich Geld investieren will? Jetzt bin ich allerdings von Natur aus auch ein bisschen spekulativer drauf, ne? Das muss ich auch sagen. Ich bin auch risikofreudig, aber es ist tatsächlich so, dass man dieses Risiko auch wahnsinnig genial hinkriegt, wenn man sagt, okay, ich nehme Unternehmen, die sehr risikoarm sind, aber eine Riesenchance haben. Und das habe ich immer versucht, so die letzten Jahre, Jahrzehnte herauszukriegen, wo gibt es sowas? Und damals, ich war immer, also mich hat das einfach begeistert draußen, was alles möglich ist. Was die meisten Leute überhaupt nicht wissen, was alles tatsächlich möglich ist, eigentlich nur Großinvestoren. Ne? Also wenn ich viel Geld habe, noch reicher zu werden, ist gar kein Problem. Aber wenn ich erst so anfange in dem Bereich und ich war halt sehr breit, ich habe einen riesen Horizont, ich habe mich auch da reingeschmissen. Das, was ich immer wusste, ist, ich muss investieren, um mein Geld tatsächlich weiter zu vermehren, durch meine eigene, ich habe ja auch studiert und so weiter, so ist es nicht, aber durch meine eigene Arbeitskraft ist es halt wesentlich schwieriger, dann, wenn man nicht gerade selbstständig ist, nicht ein gut gehendes Unternehmen hat und so weiter, viel Geld eben verdient. Aber so, wenn ich ganz normal unterwegs bin, dann schaffe ich meistens die erste Million oder sonst was vielleicht in meinem ganzen Leben nicht. Aber wenn ich mein Geld für mich arbeiten lasse, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Und da bin ich immer noch emotional dabei, aber auch sehr analytisch. Also ich bin auch so ein Daten, Zahlen, Fakten-Freak, muss man auch sein, weil man will ja nicht sein Geld verlieren, sondern bestmöglich sozusagen natürlich dort den Unternehmen also zur Weitervermehrung geben. Ja, jetzt hast du es schon angesprochen, Bewertungskriterien. Nimm uns doch da gerne mal ein bisschen mit, wenn du da ein paar ja, Geheimnisse und Einblicke teilen magst. Auf was muss ich achten, wenn ich jetzt sage, ich möchte ja in ein Unternehmen investieren? Also wo finde ich solche Gelegenheiten und vor allem, was sind so die Sachen, die ich checken sollte, zwecks Risiko oder auch ja, Möglichkeiten und Chancen? Ja, also ich meine, Corona macht es möglich, auch vorher schon, ne? Also da ist ja alles so ein bisschen auch mehr ins Internet gekommen. Wir haben viele Zooms und das ist ja auch toll. Deswegen rede ich eben auch mit sehr, sehr vielen Interessenten, die auf mich zukommen, ne? Und mich fragen, Mensch, wie würdest du denn so ein Portfolio aufbauen und so weiter? Und dann helfe ich natürlich gerne. Und meine Bewertungen, also letztendlich gibt es tausende Projekte draußen. Das ist vielleicht auch das Problem. Also die meisten Leute haben vielleicht nicht so die Zeit, jetzt 1.000 Projekte sich anzugucken und so weiter. Und es gibt leider auch vieles, was eben nicht so gut funktioniert. Und wie du sagst, ich gebe einfach mal ein paar Tipps, wie ich da so rangehe. Und zwar, wenn ich eben etwas kennenlerne, und das kommt jetzt natürlich, mir werden täglich Projekte angeboten, die ich eben sozusagen analysiere. Entweder kommen sie von Interessenten oder sie kommen eben aus meinem Netzwerk heraus und so weiter. Und da gehe ich eben sehr akribisch vor. Also zuerst gucke ich einfach mal, was ist die Vision dieses Unternehmens oder besser gesagt, wo drin sind sie überhaupt tätig? Da wäre schon das erste Kriterium, wenn es ein Milliardenmarkt ist, wäre das schon mal richtig cool, weil Milliardenmärkte sind natürlich sehr, sehr profitabel für unser Geld. Es ist die Chance, dass dort das Unternehmen sehr gut punktet, ist natürlich wesentlich größer, als wenn es nur so eine Nische wäre oder so, wo halt dann tatsächlich ja alles klappen muss. Dann der zweite, was macht das Unternehmen in diesem Milliardenmarkt? Also hat es irgendwelche USPs, also Einzigartigkeiten in Modellen? Ne? Also es gibt ja Businessmodelle. Was macht sie so besonders? Das dritte, was ich mir angucke, ist, welches Team steht dahinter? Weil die beste Vision und die beste Idee ist eben nichts, wenn das Team dahinter nicht wirklich, also am besten ein Riesen-Know-how hat, sehr erfahren ist, dann natürlich auch das Netzwerk hat und vielleicht auch das nötige Kleingeld, weil das braucht man natürlich immer. Und ich liebe zum Beispiel Familienunternehmen. Also wo sozusagen eben auch die Familie mit ihrem Geld drinsteckt, das ist immer das Beste auch an der Börse. Familienunternehmen, da kann man eigentlich davon ausgehen, die Familie möchte gerne den Erfolg des Unternehmens und damit ist es was ganz anderes, als wenn es nur Leute sind, die dort arbeiten.
Dann gucke ich natürlich, gibt es eine Skalierbarkeit? Kann dieses Unternehmen auch in Europa, weltweit oder sonstiges skalieren? Dann natürlich, wo ist der Sitz des Unternehmens? Komme ich an die Menschen dahinter dran? Das ist ja ganz wesentlich. Wenn ich jetzt in Dubai eine Firma habe oder in weiß der Himmel, wo die manchmal sind, ähm, äh, dann habe ich natürlich Schwierigkeiten, so ein bisschen, ne, den Bezug. Habe ich eine Firma, die in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, nichts gegen Dubai, ne? Es kann auch durchaus super Projekte auch in Dubai sein. Aber ich muss so ein bisschen gucken, komme ich an die Leute ran? Also alle Projekte, alle Unternehmen, in denen ich mein Geld eben reingesteckt habe, da bin ich auch meistens mit der Geschäftsführung verbandelt. Das heißt, ich kann mit den Menschen reden, ich kann sehen, ich kann es überprüfen, bin sehr akribisch, weil ich will ja auf keinen Fall, dass die Kunden oder die Interessenten Geld verlieren. Und dann muss ich natürlich auch mal mit den Leuten reden, um ja natürlich auch davon ein Bild zu machen. Und das versuche ich bei all diesen Projekten, dass ich sehr, sehr nah dort eben dran bin. Also auch ein wichtiges Kriterium. Zum Beispiel auch, sind sie öffentlich greifbar? Das heißt also, machen Sie zum Beispiel mal einen Kongress oder machen Sie irgendeine Offline-Veranstaltung, wo ich Sie mal kennenlernen kann. Auch so. Und natürlich auch, was haben Sie so vor? Also in welche Richtung gehen Sie an die Börse? Gibt es vorbörsliche Aktien? Gibt es passives Einkommen? Ich bin ein großer Fan von Unternehmen, die passives Einkommen bringen. Also wo ich sozusagen Geld in die Hand nehme und das für mich arbeiten lasse und daraus sozusagen passive Einkommen generiere. Also das sind so ein paar Sachen schon mal. Ja, genau. Jetzt sind wir ja nicht mehr bei den klassischen Apple-Aktien, sondern da sind wir ja schon bei einer ganz anderen Art von Investition. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben, also wie das konkret aussieht und wo ich vielleicht auch solche Sachen finde? Weil das sind jetzt, glaube ich, alles Fragen, die gerade aufkommen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das klingt super spannend, aber ich wüsste heute noch nicht, wo ich anfange. Google ich? Gibt es da Seiten, wo ich sowas finde? Frage ich dich natürlich im besten Fall, da kommen wir nachher noch drauf. Aber wie kann ich solche Möglichkeiten finden? Mhm. Also tatsächlich muss man eigentlich nur die Ohren und Augen offen halten. Das ist tatsächlich so, wenn man könnte googeln, ne, ganz klar. Und man kann natürlich auch, es ist ja heutzutage durch Internet, durch X, ne, also durch ganz, ganz viele, also die Unternehmen sprießen ja gerade auch im Kryptobereich, ne. Ich bin auch seit 2017 im Kryptobereich. Da sind ja tausend Projekte. Das Problem ist nur, was sind gute Projekte, ne? Also Ja. ich habe ganz, ganz viele, die in diesen Bereichen, auch im Trading-Bereich und so weiter, sehr viel Geld eben verloren haben, weil es so wahnsinnig schwer ist, weil 100.000 Projekte am Markt sind. Und das ist auch tatsächlich, es ist ein toller, super spannender Markt, aber ich bin immer noch so ein bisschen, also ich habe auch Projekte in diesem Bereich, aber das ist halt ein Hochrisikobereich, ganz klar. Aber ich habe auch sehr, sehr viele Unternehmen, die ganz einfach klassisch, ne, in Bereichen tätig sind, wo sie sehr viel Geld eben generieren können und mit uns das teilen können. Ja, und wie findet man die? Man kann natürlich recherchieren und wirklich mal so ein bisschen gucken, ne, was Google und so weiter ausspuckt. Was gebe ich denn ein in Google? Attraktive Investition. Ja, also wirklich Geld anlegen oder wirklich passives Einkommen. Also wenn ich passives Einkommen meine, da werde ich totgeschossen davon. Das ist natürlich sehr schwierig für einen Laien, ne? Das muss ich auch zugeben. Und ich bin halt eine derjenigen, wir haben, also ich habe schon ein kleines Netzwerk, wo wir uns auch Projekte austauschen, ne? Weil so viele draußen sind. Aber wenn man so jemanden kennt, der es auch gut mit einem meint, nämlich das ist tatsächlich so, der einen da durchleitet und der vielleicht, wenn man jetzt keine Lust hat, ne, jedes Unternehmen akribisch auseinanderzunehmen, sondern einfach eher sagt, Mensch, hier, ne, so ist das ja die letzten Jahre bei mir gewesen, dass Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Felicitas, du machst das so gut, du bist sehr vermögend geworden, wie machst du es? Und ich eben einfach zeige, ja, wie lege ich mein Geld an? Dann ist das natürlich sehr, sehr toll, wenn man jemanden hat. Wenn ich selber jetzt so reingehe, dann würde ich eben wirklich nach ganz bestimmten, also Geld, ne, Geld vermehren und so weiter.
gehen. Vielleicht auch mal eingeben außerhalb vom Bankprodukten oder sonst was, weil es kommen natürlich am Anfang auch ganz viele Bank- und Versicherungsprodukte. Das ist klar, das ist ja auch nur eine Werbung in dem Bereich. Ich gehe auch oft in Telegram-Gruppen oder ich gucke mal, es gibt ja so viele Gruppen auf Facebook, passives Einkommen. Also wenn ich da reingehe, dann werde ich ja zugeschossen mit, mit ganz vielen Sachen. Heißt aber nicht, dass die immer toll sind für mich. Und ich bin ja mehr so jemand, ich möchte gerne das Geld, also sozusagen mal nehmen und vermehren und weniger sozusagen jetzt dauernd, also zum Beispiel, ich bin nur im Finanzbereich praktisch, ne? Also wirklich in diesem Bereich, nicht jetzt im Gesundheit oder sonst was. Man kann natürlich passives Einkommen ja aus vielen Sachen generieren. Aber ich suche mir halt diese Projekte. Also das kann man schon machen. Wird aber nicht so einfach. Und vielleicht ist es dann auch, wenn man da stärker einsteigen will, nimmt man sich halt wirklich mal so einige Firmen und guckt mal, wie weit der Internetauftritt, was kriege ich von der Firma. Was besonders schwierig ist, wenn eine Firma sehr jung ist. Dann haben die ja meistens noch gar nichts. Und dann muss ich auf ein Netzwerk zurückgreifen, wo eben jemand sozusagen mir so einen Tipp auch geben kann. Guck dir dieses Unternehmen einfach mal an. Und das geht eben auf die Dauer, ne? Dass man das nach und nach und nach sich, ja, also wie bei mir natürlich über die letzten Jahre ein Riesennetzwerk aufgebaut hat. Super spannend. Jetzt denken wahrscheinlich auch viele daran, ah Gott, wie viel muss ich denn investieren, damit ich bei solchen Sachen mitmachen kann? Du hast es vorhin schon angesprochen, du hattest selber zu ja, Studentenzeiten quasi deine Mhm. ersten Investments getätigt, aber ich kenne es auch, weil bei mir war es ähnlich. Man hat da ja noch nicht so viel Cash übrig. Und vielleicht ist Genau. es bei dem oder der einen oder anderen, die zuhört, eben ähnlich, dass sie halt einfach gerade nicht so viel Cash rumliegen haben oder auf dem Bankkonto liegen haben. Mhm. Was kann ich trotzdem machen? Also wie viel brauche ich quasi und um wirklich zu starten und worauf sollte ich vielleicht auch achten mit Blick auf eben ne, Risiko? Also man sollte ja nichts investieren, was man nicht hat oder bereit ist zu verlieren ein Genau. Stück weit. Hast du da noch Mhm. ein paar Einblicke? Ja, also generell ist es natürlich, wenn ich investieren möchte, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich brauche Geld dafür. Allerdings, also man kann hier auch mit kleinen Summen starten. Also 1000, 1300 würde schon reichen für ein Projekt. Also diese Projekte, die ich mir raussuche, sind auch welche, wo man sehr, sehr hoch reingehen kann, aber wo man auch kleiner reingehen kann. Weil ich habe ja sehr, sehr viele Menschen, die jetzt viel Geld auf der oder ein bisschen Geld auf der Bank liegen haben. Da ist es nicht mehr sicher. Ich glaube, das ist jetzt langsam jedem klar geworden, dass man hier gerade in Deutschland, ne, in der Schweiz, Österreich, wir sind ja jetzt gerade in Deutschland, ich habe aber europaweite Interessenten, die mich ansprechen. Ne? Also das ist nicht, aber hier in Deutschland kann man schon sagen, den Banken, ne, geht es nicht ganz so optimal und sehr viele wissen gar nicht, dass sie damit, wenn man ein Bankkonto eröffnet und wenn man da die Gelder da drauf setzt, dass sie eben von der Bank, das merkt man auch immer mehr, also wenn Kunden jetzt Gelder transferieren wollen, überweisen wollen, dann kommt doch oft ein Rückruf und sagt, wollen Sie das wirklich und so weiter. Und dann wird so eine Verunsicherung geschafft, ne? Weil die Bank natürlich lieber die Gelder auf der Bank haben will. Aber wenn die Regierung zum Beispiel sagt, so, wir brauchen das Geld, dann wäre es tatsächlich so, wie damals auch in der Finanzkrise, dass wir vielleicht mal alle dann am Montag wesentlich weniger Geld zur Verfügung haben. Und deswegen heißt es halt, egal, ob ich Lust habe in diesem Bereich oder mich auskenne oder nicht, ich muss was tun, damit ich nicht zu viel Geld auf der Bank wirklich liegen habe. Und da komme ich halt ins Spiel. Dann, selbst wenn es kleinere Summen sind, 10.000 oder 5.000 oder 20, 50 oder wie auch immer, man muss ja nicht Unmengen darum liegen haben, aber es ist geschickt natürlich auch zu streuen, sein Vermögen. Und da wäre es natürlich cool, wenn man ein bisschen Geld hat. Das geht aber auch schon, wenn man ein paar Tausend zusammen hat, dann kann man da auch schon streuen, ne? Weil ich halt auch Projekte mir rausgesucht habe, wo man eben auch etwas kleiner reingehen kann. Und nach oben hin gibt es eigentlich keine Grenzen. Das ist natürlich, umso mehr ich Geld habe, umso leichter ist es für mich, also wirklich die Streuung hinzukriegen. Man steht dann auf mehreren verschiedenen Beinen. Auch da nochmal ein Tipp. Es ist wirklich wichtig, wenn man sich aufstellt im Portfolio, auch ganz verschiedene Assetklassen heißt das. Das heißt also in Bereichen zu sein, die sich nicht korrelieren. Das heißt also zum Beispiel mal zum Beispiel im Energiebereich.
Energiebereich zu sein, im digitalen Softwarebereich, im Immobilienbereich, im weiß ich was. Also so ganz klare Bereiche, die miteinander normalerweise gar nichts zu tun haben. Weil es ist immer mal so, dass das eine besser läuft als das andere, aber dann gleichen die sich eben aus. Wenn ich zu klumpenmäßig bin, wirklich alles in ein einziges Projekt stecke, dann ist es natürlich super. Ne? Bisher ist mir das auch gut gelungen, dass das alles auch super aufgegangen ist. Aber das ist natürlich besser, wenn ich zwei, drei Beinchen habe. Ne? Also der Hocker und das ne, unsere Beine, zwei Beine sind besser, vier Beine sind noch besser und so weiter. Aber letztendlich kommt das immer drauf an. Aber da wirklich ein Tipp, nochmal gucken und man kann auch, wenn man jetzt gar kein Geld hat, das hattest du ja gefragt, kann man aber so ein bisschen gucken, wo kann ich zum Beispiel im Monat ein bisschen was sparen. Man kann auch mal so ein bisschen gucken, ne? Also finde ich mal ganz spannend, wenn ich jemanden habe, der nicht so viel Geld hat, dass ich mal frage, Mensch, was machst du eigentlich? Wo gibst du was aus? Und ist das jetzt so notwendig, dass du das ausgeben müsstest? Und kannst du dir nicht ein bisschen was zur Seite legen? Und es ist wirklich oh Wunder, selbst wenn es nur 100 € sind, die ich im Monat zur Seite lege und so weiter, da kommt auch ein ordentliches Vermögen dazu. Und ich sage auch immer, guckt einfach mal, dass ihr so ein bisschen ein kleines Konto in Anführungszeichen, also zur Seite legt und wenn es irgendwas ist, wo ihr immer wieder Kleingeld in eine Spardose reinhaut oder mal, boah, jetzt super, ne, ich habe mir das und das erspart, dann kommt mal ein Zehner in die Sparbüchse und wenn man die dann mal knackt, dann kommt da echt eine Riesensumme raus. Andere können natürlich viel mehr sparen und das ist auch cool, aber letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, ich muss irgendwie ein bisschen Geld generieren. Entweder durch Arbeit, oder dass ich fleißig bin oder dass ich tatsächlich auch in Bereiche reingehe, wo ich Tippgeber zum Beispiel bin. Das ist auch eine gute Möglichkeit, ne, wo man sagt, okay, ich habe jetzt kein Geld, aber ich kann ja mal einen Tipp geben. Zum Beispiel, dass die Menschen sich mit mir mal zusammensetzen und so weiter. Dann ist das schon mal die erste Möglichkeit, auch um eben Geld zu verdienen. Also das sind so ganz klassische Sachen. Wichtig ist mir dabei tatsächlich, dass jeder so ein bisschen guckt, was hat er für Ausgaben. Manchmal sind es auch wirklich blödsinnige Ausgaben, würde ich sagen. Und einfach mal so guckt, was kann ich zur Seite legen? Viele Leute haben ja Geld, trauen sich aber nicht. Das ist die zweite Ja, Gruppe. Ja, also die trauen sich nicht, die sitzen vor mir und sagen, oh, Geld, echt, das ist so anstrengend und ich will mich eigentlich damit gar nicht beschäftigen und so. Und die sind dann total happy, wenn sie sehen, boah, das ist ja klasse, das Unternehmen ist super, das gefällt mir in dem Business und die kann ich unterstützen und kriege dann daraus auch passives Einkommen, das ist ja mega. Ja, also ja. ich habe da sehr unterschiedliche Ansätze. Genau, Mhm. ja. Also das, was du gerade angesprochen hast mit ja, Geld haben, aber es nicht quasi ja ein Stück weit investieren zu wollen oder auch die Angst davor und gleichzeitig das Thema, ja, das Geld ist auf der Bank halt auch nicht sicher. Ich glaube, das haben viele nicht auf dem Schirm. Ja. Insofern ist das gut, dass wir das hier nochmal ansprechen. Da lässt sich auch ganz gut eine Frage draus ableiten. Und zwar, ich hatte es eben schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht können wir es nochmal konkretisieren. Wie viel von meinem Vermögen oder reden wir mal Mhm. vom Barbestand tatsächlich, Mhm. sollte ich denn investieren und wie viel sollte ich aber vielleicht doch als Sicherheitsbarbestand ein Stück weit auf dem Konto liegen lassen? Lass uns mal ausgehen von einem Beispiel, jemand hat 100.000 € gespart, was ja schon eine sehr, sehr ordentliche Summe ist. Das haben wahrscheinlich nicht ganz so viele. Das Mhm. Ganze kann man aber auch übertragen auf 10.000, deswegen lässt sich es ganz gut rechnen, wenn wir jetzt mal mit Mhm. 100.000 das Mhm. Beispiel vielleicht durchsprechen. Was wäre so deine Empfehlung? Wie viel davon sollte ich investieren, wenn ich Mhm. vielleicht Ausgaben von, sagen wir mal, 2.500 bis 3.000 € so im, na, sagen wir mal, 3.000 € im Monat habe, was ja auch schon sehr großzügig ist für viele, die nicht gerade in München oder ähnliches Mhm. wohnen und Miete zahlen, ja. Ja, ja, also da gibt es natürlich ganz viele Modelle, die das im Prinzip, ne, das ist schon im Finanzbereich so, dass auch die Finanzberater sich natürlich hinsetzen und genau gucken, ne, wie viel ist da. Und ich mache das auch ähnlich, wenn es kommt immer darauf an, sind das jetzt 100.000, die tatsächlich zum Investieren noch da sind, oder ist der ganze Geldbestand 100.000? Dann muss man natürlich nochmal abziehen, das, Genau, was der ich auf ganze. jeden Fall brauche. Ja, also da muss man wirklich mehrere, also wenn ich jetzt Einkommen habe, dann nimmt man das wirklich mit einem Faktor, dass man sagt, so, also das, was ich unbedingt brauche, mal fünf, ne? Also das sollte ich unbedingt zurückhalten, wenn ich jetzt 100.000 habe.
dass ich dann sage, okay, falls mal irgendwas passiert oder sonstiges, dann nehme ich da schon mal einen ziemlich großen Batzen weg. Das ist auch jetzt immer kommt drauf an, wie sicherheitsorientiert die Menschen sind und wie jung oder alt sie sind. Davon ist es auch so ein bisschen abhängig, weil wenn ich jung bin, habe ich noch durch meine eigene Arbeit, die ich ja meistens habe, oder durch das, was ich habe, habe ich noch länger Zeit, das wieder, ne, also immer mehr sozusagen zu investieren. Wenn ich schon etwas älter bin, dann sollte ich tatsächlich, dann habe ich meistens schon einen Grundstock und kann auch mehr investieren. Und dann weiß ich auch ganz genau, das sagen mir auch die meisten, das habe ich, ne? Damit komme ich gut hin. Deswegen brauche ich Gott sei Dank gar nicht so viel. Das kann ich machen, aber ich brauche das gar nicht so auseinander zu rechnen. Also von 100.000 sollte so mal 50.000 sozusagen zur Seite legen, 20.000 für das. Dann, es gibt ja auch so Kontenmodelle. Es gibt Ja, Leute, die sagen, ja, ich habe so ein Konto, da sind meine Ausgaben drauf, da muss immer das und das drauf sein. Natürlich mit dem Puffer nach hinten, falls irgendwas ist. Dann müsste man natürlich nochmal analysieren, wie gut ist mein Job? Ist der sicher oder nicht? Brauche ich da mehr Sicherheit? Dann muss ich natürlich mehr zurücklegen. Und dann kann man aber auch gucken, wo drin möchte ich investieren? Manche Sachen geben ja regelmäßiges passives Einkommen. Dann kann ich natürlich von diesem passiven Einkommen auch wiederum, ne, einen Teil dazu benutzen. Oder wie ist das strukturiert? Also ich würde dann wirklich noch mal eine ganze Analyse machen. Das ist auch immer so, wenn jemand vor mir sitzt. Derjenige sagt mir meistens schon, die meisten wissen das, wie viel sie Ausgaben haben, wie viel sie wirklich haben. Und da ist es für mich ganz wichtig, es darf wirklich nur Geld sein, was man jetzt die nächste Zeit wirklich nicht für irgendwelche Sachen braucht. Also man macht wirklich immer so einen Grundstock, das zum Leben, dann einen Grundstock für irgendwelche Eventualitäten, ne? Also das muss auch noch weg. Und dann guckt man, wie viel ist noch übrig. Das ist jetzt ziemlich schwierig, weil ich halt nicht weiß, welche Person wir ausgeben, ne? Wie alt, ja. wie jung, was arbeitet, ist man selbstständig angestellt und so weiter. Da kann man das dann sehen. Aber die meisten, die zu mir kommen, die wissen schon, hey, ich habe das auf der Bank und ich habe ja jetzt bei dir gehört und vielleicht auch bei anderen, das ist gar nicht so safe auf der Bank. Und wir merken es ja auch, das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Banken sozusagen die Überweisungen zum Teil schon nicht mehr in höheren Beträgen rausschicken. Das sind schon erste Anzeichen, dass wir eben sozusagen dauernd natürlich darauf aufmerksam gemacht werden. Wir sollen die Gelder auf den Banken lassen. Aber das ist eben wirklich, das sollte man eben nicht machen. Man muss sie investieren. Naja, und nehmen wir mal an, ich hätte jetzt 50.000, also 50.000 nehme ich jetzt einfach mal raus. Dann habe ich das schon mal richtig cool. Da kann ich schon in ungefähr 3 Projekte, also ich würde jetzt dann 3 Projekte, ich habe mehrere Projekte, die stelle ich dem Kunden dann auch vor. Und wir gehen dann so durch, Chance, Risiko, ne? Also Chance hoch, Risiko klein, vielleicht Risiko mittel, Risiko hoch, Chance hoch. Da muss man so ein bisschen gucken, welche Unternehmen wir mit ins Portfolio nehmen. Und meistens ist es auch tatsächlich so, dass der Kunde dann sagt, boah, die Idee finde ich cool, die würde ich gerne unterstützen. Das finde ich cool. Und so setzen wir das dann zusammen. Ne? Und jeder hat dann, wir gucken auch, das eine ist so kurzfristig, das andere mittelfristige. Wir haben langfristige Projekte drin. Und so bauen wir das Schritt für Schritt auf und das macht dann echt viel Spaß. Aber das ist tatsächlich sehr, das wissen auch die meisten, das ist das Coole. Die kommen eigentlich schon zu mir und sagen so, ich habe schon mal alles ausgerechnet. Wie viel brauche ich für mich? Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass man keine Kredite, ne, man sollte wirklich nur das. Auch ich weiß, dass ganz viele und deswegen verlieren viele Menschen Geld, weil sie nicht so viel Geld haben und dann in Hochrisikosachen reinkommen, weil sie immer denken, sie müssen ganz schnell reich werden. Nein, das braucht man gar nicht. Man kann auch in 1, 2, 3, 5 Jahren sehr, sehr vermögend werden, auch mit kleinen Summen. Und deswegen braucht man sich diesen Stress gar nicht zu machen. Umso höher das Risiko, umso mehr ist natürlich auch die Sache, dass man vielleicht das Geld verliert. Deswegen habe ich vorwiegend risikoarme Sachen, die aber chancemäßig riesig, also wirklich explodieren und so weiter und wo man also sehr tolle, ne, Renditen, Gewinnausschüttung bekommt, das also wirklich auch, wenn ich dann so sage, so ab 30% im Jahr, dann gucken mich schon Leute an und sagen, Gott,
echt jetzt so viel? Und dabei geht es nach oben hin, geht natürlich auch noch mehr. Also da freue ich mich immer über die Gesichter und die großen Augen, weil das ist ganz klar. Es gibt solche Sachen und darin investieren ja auch Fondsgesellschaften, große, vermögende Menschen und so weiter. Und das ist nie schlecht, das mal nachzumachen, was vermögende Leute macht. Nämlich die legen ihr Geld meistens sehr, sehr gut an. Ja, super spannend. Da sind wir auch schon bei der Frage, die wahrscheinlich vielen auf der Seele brennt. Hast du so ein konkretes Beispiel, was vielleicht halbwegs auch aktuell ist, 2024, jetzt der Zeitpunkt der Aufnahme? Wo sollte ich vielleicht mal hingucken? Also man muss jetzt gar nicht ins Detail auf irgendwelche speziellen Namen von Firmen oder ähnliches eingehen, aber vielleicht kannst du uns schon mal so einen Tipp geben, in welche Branche. Und den Rest kann Mhm. man natürlich dann sicherlich auch in Gesprächen mit dir herausfinden. Und auch da, ich glaube, wir können es direkt schon ansprechen. Also du bist jetzt niemand, der da irgendwie eine Rechnung schreibt, um jetzt irgendwelche Nein. Tipps zu geben. Genau, das ist ganz wichtig. Also es kostet euch jetzt nicht ein Vermögen oder generell irgendein Mhm. Geld, wenn ihr jetzt mal mit Felicitas einfach sprechen wollt. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das an der Stelle schon mal ansprechen, sondern du bist Ja. wirklich in Mission da, zu helfen, finanzielle Bildung quasi aufzubauen und selber, ja, dann selber die Entscheidung natürlich zu treffen, aber einfach mit einem Blick von außen, von dir in dem Fall. Ja, hast du ein konkretes Beispiel, wo man vielleicht mal hinschauen sollte, wenn man jetzt in diesem Jahr oder auch in den Folgejahren investieren möchte? Ja, ja, also ich greife noch mal schnell das auf, was du gesagt hast. Ja, genau. Also ich bin ja auch keine Finanzberaterin und sonstiges. Also ich zeige einfach, wie ich mein Geld anlege und der andere darf das sehr gerne nachmachen. Ne? Also jeder macht das auf seine eigene Verantwortung. Das ist sowieso immer wichtig. Das heißt auch eben, dass ich Verantwortung für mein Geld übernehme. Aber ich kann halt zeigen, wie hat das jetzt die letzten Jahre gut geklappt oder sogar sehr gut. Und ich habe schon sehr viele eben in die finanzielle Freiheit gebracht. Und deswegen ist es nicht so schwer. Aber nur mal so, ne? Das. Und ich habe mir auch damals, es sind sehr viele Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, nimm doch mal Geld für deine Dienstleistung. Und dann habe ich gesagt, nein, möchte ich aber gar nicht, weil ich eben ganz kleine Investoren auch sehr gerne, also ich habe auch große, ich habe mittlere, ich habe kleine Investoren oder besser gesagt Leute, die ein bisschen Geld haben oder auch weniger. Und wenn ich jetzt meine Dienstleistung mit 5.000, 10.000 vermarkte, das, dann kann ich den Leuten, die vielleicht nur ein paar tausend Euro haben, dann natürlich, dann müssen sie das erstmal in mein Wissen reinstecken. Und da habe ich mich selber, das ist aber tatsächlich von mir aus so eine Sache, ich habe gesagt, ich brauche das jetzt nicht so dringend, weil ich eben schon finanziell sehr vermögend bin, sondern ich möchte vielen, vielen Menschen helfen und dann können sie sozusagen daraus sehen, wie sie das alles machen. Und ich verdiene natürlich anderweitig trotzdem noch Geld, das ist gar kein Thema, aber da sprechen wir dann einfach mit dem Kunden dann noch drüber. Aber das ist mir total wichtig, meine Mission, und da sind so viele Leute auch. Ich habe das ja nie beruflich gemacht. Ja, sondern es kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, wie hast du das gemacht? Kannst du es zeigen? Und dann bin ich von Empfehlung zu Empfehlung und Empfehlungen immer weiter gereicht worden. Und dann habe ich ein Unternehmen, und jetzt kommen wir eben hier, also eigentlich sind es sogar mehrere, kennengelernt und habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich das aber wirklich, jetzt gehe ich massiv. Deswegen mit dir auch das Interview und ich hoffe natürlich, dass das ganz, ganz viele Menschen ja, zeigt, hey, man muss nicht so viel Geld ausgeben für das finanzielle Bildung oder sonstiges, sondern man kann auch tatsächlich die Abkürzung bei mir nehmen, dass ihr auf mich zukommen und wir dann einfach mal ausloten, was da alles möglich wäre. Und ein Projekt, was du ja auch schon kennst und so weiter, das finde ich einfach mega genial, weil es so die Lösung ist von vielen, vielen Problemen. Das ist zum Beispiel auch ein Kriterium, was ich vorhin noch vergessen habe, zu sagen, was löst das Unternehmen für Probleme? Ja, gibt es wirklich gute Lösungen? Und dieses Unternehmen ist zum Beispiel im erneuerbaren Energien und im Bereich tätig. Das ist ein Green Tech-Unternehmen. Und jetzt sagt man, naja, Strom, Photovoltaik oder sonst ist ja vielleicht gar nicht so spannend, das Businessmodell. Doch ist es, weil eben im Moment, und in Deutschland wissen wir es ja ganz genau, wir haben unheimlich hohe Kosten
Energiekosten und so weiter. Wir haben aber nur ganz wenige, die davon ultra profitieren. Das sind eben unsere großen Energieversorger, RWE, E.ON, Vattenfall, ne, wie sie alle heißen und so weiter. Die machen Milliardengewinne. Und dieses Unternehmen ist eben genau in diesem Milliardenmarkt. Und da kann ich jetzt einfach mal so ein paar Kriterien herausnehmen, die ich vorher gesagt habe, wie gehe ich an so eine Analyse ran. Und das habe ich tatsächlich aus meinem Netzwerk. Ein guter Freund von mir hat mich damals 22 im September eingeladen und hat dann gesagt, guck dir das doch mal an, ob das vielleicht was wäre. Und dann standen die Gründer vor mir und haben mir das eben dann alles erzählt. Und da bin ich genauso akribisch daran gegangen. Ich habe geguckt, was ist das für ein Bereich? Energie. Wir haben alle im Moment sozusagen hohe Energiekosten. Es ist ein Milliardenmarkt, Strom braucht jeder. Also es ist ein Verbrauchsprodukt. Ja, was Besseres kann es ja gar nicht geben. Wird dieses Unternehmen dadurch sehr, sehr, sehr viel Einnahmen haben? Ja, natürlich, weil jeder braucht jede Sekunde Strom oder wenn ich das Licht anmache oder sonstiges. Also ein erneuerbares Energienunternehmen, was jetzt auch noch klimamäßig und natürlich auch nachhaltig wirtschaftet, das wird ja gerade promoted. Man kann sagen, was man will von der Politik, aber das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Und Investoren suchen geradezu nach Green Energy Unternehmen in diesem Bereich, weil es gibt im Moment die Welle zu reiten und das ist auch immer so eine Sache. Es gibt immer so Zyklen, wo irgendetwas sehr en vogue ist. Und im Moment ist es Energie. Energie ist in aller Munde, egal ob positiv oder negativ, für die Verbraucher meistens negativ, weil sie viel Geld ausgeben wollen. Und wenn wir jetzt wieder sehen, also die Regierung, die darüber nachdenkt, Strom nochmal zu erhöhen, dann braucht es ein Unternehmen wie dieses Unternehmen. Ich mache es jetzt ganz spannend, ich sage nämlich den Namen gar nicht dazu, sondern da kommen die Leute auf mich zu. Und dieses Unternehmen hat eben die Lösungen. Sie bieten Strom an wieder zu fairen Preisen und das für den grünen Strom. Sie bieten an die Börsenpreise. Ne? Jedes Unternehmen. Ich war total geflasht davon. Ich kannte mich im Energiebereich nur so weit aus wie du und ich, ne? Dass wir halt Strom zahlen müssen und so weiter. Aber hinter die Kulissen konnte ich gar nicht gucken. Und seitdem ich das Unternehmen kenne, bin ich auch im Inner Circle. Ich habe jeden Monat mit ihnen zu tun und ich lerne natürlich wahnsinnig viel dazu. Und jeder Energieversorger, bis auf die ganzen Umlagen, sonstige Sachen, kann nämlich selber seinen Aufschlag, den er auf diesen Preis draufsetzt, festlegen. Und dieses Unternehmen sagt eben, okay, wir wollen, und der Gründer, das ist so ein Robin Hood der Energie, wie ich ihn bezeichne, möchte eben, dass Energie wieder bezahlbar wird. Und wenn ich zum Beispiel an der Börse als Energieunternehmen preiswert Strom kaufen kann, warum soll ich den nicht an die Verbraucher weitergeben? Und jetzt stell dir vor, du wärst an einem Unternehmen beteiligt, das genau in diesem Bereich tätig ist und du würdest an jedem Stromkunden und an der ganzen Stromproduktion, ob es aus Sonne, Energie, Wasser, Windkraft und so weiter, also egal woher diese grüne Energie kommt, wenn du daran partizipieren würdest, wäre das interessant, passives Einkommen durch diese ganzen Sachen zu bekommen. Und dann gibt es noch eins, was das Unternehmen so wahnsinnig genial macht, dass ich nicht nur das passive Einkommen durch diese Sachen, also ich brauche nicht Strom zu beziehen von dem Unternehmen. Ich brauche gar nicht die Produkte zu wählen, die dieses Unternehmen parat hat. Aber ich kann diese Unternehmen unterstützen, nehme etwas Geld in die Hand, kaufe das Produkt, was mir dann passives Einkommen und eben, und das kommt jetzt spannend hinzu, vorbörsliche Aktien dann auch noch schenkt. Und das ist wirklich revolutionär, nämlich vorbörsliche Aktien von einem Milliardenunternehmen. Unternehmen, das kriegst du nicht so einfach. Es gibt viele Vorfinanzierungsrunden, wo eben sehr, sehr, sehr große Mengen an Geld benötigt werden. Also da kannst du dann mit einer Million teilnehmen und so weiter. Und dann hast du natürlich eine ganze tolle Sache. Und ich erzähle immer die Story gerne. Ich habe damals Visa kennengelernt. Das ist schon ein bisschen her. Jetzt oute ich mich, dass ich auch nicht mehr ganz so jung bin. Aber damals habe ich sie kennengelernt und sie haben versprochen, wenn man sie jetzt sozusagen in ihren jungen Jahren dort finanziell unterstützt, dass man ein lebenslang an den Transaktionsgebühren
Teil hat, also Ausschüttung bekommt. Und ich kenne jetzt Leute, damals konnte ich nicht dran teilnehmen, weil ich einfach zu wenig Geld hatte und so weiter, aber ich kenne Leute, die hohe fünfstellige Summen bekommen jeden Monat. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst an einem grünen Energieversorger beteiligt, der dir über die nächsten Jahre, Jahrzehnte passives monatliches Einkommen ausschüttet, indem er seine ganzen Einkünfte von Stromkunden, von Stromproduktion ausschüttet. Und die vorbörslichen Aktien sind dann an allen Projekten, die auch noch dieses Unternehmen hat. Ob es Großprojekte sind oder irgendwelche Neuerungen oder sonstiges. Und dann kriegst du vorbörsliche Aktien auch noch. Das ist immer ein Riesengoodie, weil das ist ja klar, der Wert der Aktie ist am Anfang, wenn ich sie vorbörslich habe, enorm riesig, weil der erste Kurs, Börsenkurs, den ich habe, das ist ja für mich schon ein Gewinn, weil ich schon vorbörslich drin bin. Und die Entwicklung des Unternehmens bis zum Börsengang ist halt wirklich wahnsinnig effektiv und das sollte jeder haben. Also wenn man sowas hat, das ist wie ein Schatz, da muss man dann wirklich zugreifen. Und als ich dieses Unternehmen kennengelernt habe, habe ich gesagt, okay, ich werfe jetzt alles über Bord. Ich rede jetzt tatsächlich mit ganz vielen Menschen und ich mache auch zum Beispiel so ein Interview. Ich bin ja sehr, sehr eigentlich zurückhaltend. Man sieht mich nicht auf Social Media, weil ich ganz bewusst gar nicht auf Social Media bin, weil ich das ja gar nicht so forciert habe. Aber jetzt habe ich mir dann eben wirklich seit einem Dreivierteljahr mache ich das, dass ich ganz vielen netten Menschen auch, die mich gar nicht kennen oder über dich jetzt mal an eine Zielgruppe rankomme, die das Interview jetzt sehen, dann eben zeige, hier, guckt mal euch das an, weil das ist leider auch, wie das immer in so Projekten ist, sind nur so ganz bestimmte Zeiträume, da kannst du dran partizipieren und dann schließt sich das Fenster wieder. Und das wird hier tatsächlich auch geschlossen. Und das heißt also, man muss jetzt wirklich Gas geben, ganz vielen netten Menschen das geben, weil ich bin davon überzeugt, dass es sehr, sehr viele vermögende Menschen waren. Und das kann man zum Beispiel auch schon ab 1089 € machen. Und das nenne ich dann mal so eine richtig coole Sache. Das ist nur eines von super spannenden Unternehmen, was ich im Portfolio habe. Also da gibt es so viele tolle Sachen und ich bin immer wieder begeistert darüber, was alles möglich ist. Aber die meisten Menschen wissen es halt nicht. Aber das Schöne ist, wenn es so Personen gibt, ne? Und du hast es ja auch schon kennengelernt und hast auch, glaube ich, ne, Ja, sehr ja, ich habe auch investiert, ja. genau, ne? Und da freue ich mich. Mal eine Riesenparty mit allen Kunden und Sonstiges dann zusammen, wenn wir eben dann tatsächlich dann an die Börse. Es gibt jetzt schon passives Einkommen, das ist auch schön, ne? Du Ja, kriegst auch schon sozusagen Ausschüttung. Und das ist eben so eine Kombination. Leute aus dem Aktienbereich, die wissen, wovon ich rede. Andere sagen, oh Gott, Aktienhilfe, das ist tabu, ich komme damit nicht zurecht. Ist aber auch, ich brauche gar kein Wissen haben. Das ist ja das Schöne. Ich brauche nur jemand, der mir zeigt, hier nehme ich das und das Geld in die Hand, das kommt dabei raus und dann kann ich das für mich arbeiten lassen, das Geld. Und so ist es. Finanzen können total leidenschaftlich und vollkommen easy sein. Man muss es halt nur richtig machen. ja, ich glaube, die Leidenschaft dafür, für dieses Thema, die spürt man, die sieht man auch, wenn man jetzt hier auf YouTube zuguckt zum Beispiel. Insofern vielen lieben Dank schon mal für die ganzen Einblicke. Und klar, wer neugierig ist, wendet sich an Felicitas oder fragt mal nach. Die Kontaktdaten von dir, die packen wir auf jeden Fall auch unter das Video und in die Shownotes. Insofern könnt ihr sie da auch gerne kontaktieren. Ja. Ja, was ist denn so dein persönlicher, ja, Investment-Lieblingstipp, den du vielleicht noch mitgeben möchtest, so wo wir jetzt langsam zum Ende kommen müssen, leider? Und du sagst, hey, das war eine gute Sache, das beachte ich jedes Mal, das ist mir persönlich echt wichtig. Ja, also auf jeden Fall dieses, ne, Unternehmen würde ich auf jeden Fall. Es ist natürlich klasse, ich bin bei meinen Sachen immer ganz, ganz eng an den Inhabern dran und so weiter, weil mir das halt so ultra wichtig ist, ne? Deswegen habe ich auch nur ein paar, aber die sind echt die Kracher. Und mein Tipp nach wie vor ist, halte dich an Personen, die schon da sind, wo du hin möchtest. Und vor allen Dingen such dir diejenigen aus, die es wirklich gut mit dir meinen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir halt sehr, sehr viele Leute draußen haben, die aufgrund von, weiß ich, Eigeninteresse oder sonstes nicht unbedingt falsch beraten, das würde ich nicht sagen, aber eben sozusagen schon auch aus Unwissenheit zum Teil dann eben Sachen weitergeben, die eben doch sehr hochrisikomäßig sind und dann eben den Interessenten nicht gut darüber aufklären. Und das ist natürlich
so wie andere, das kann ich ja nur sagen, was andere über mich sagen. Die sagen immer, oh, es ist Gold wert, Felicitas kennengelernt zu haben. Da weiß ich, und ich bin eine unheimlich ehrliche Seele, ne? Also ich mache das hier nicht, um mich jetzt extrem zu bereichern oder sonst was, sondern wirklich, weil ich eben diese Mission habe. Das hört sich jetzt, ne, für viele sagen ja, ja, irgendwovon muss sie ja leben. Ja, aber ich habe ja schon, ich habe ja die letzten Jahre, Jahrzehnte ein Vermögen aufgebaut durch eben dieses clever Investieren, wie ich es immer sage. Aber ich zeige natürlich den Menschen Projekte, ohne dass ich sozusagen jetzt praktisch, ne, wie jetzt Finanzberater, ich habe ja wie gesagt die Lizenz nicht, sondern es ist tatsächlich nur ein Zeigen und der andere macht das danach. Aber wenn man solche Leute kennt und ich gehöre hoffentlich, also die meisten haben es bisher gesagt, dazu, dann ist das Gold wert. Und jeder sollte das nutzen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn die Menschen das wirklich nutzen, weil das ist so ein Riesen-Benefit von Menschen, die schon da sind, wo ich hin möchte. Oder wenn ich schon einen guten Grundstock habe, einfach interessante Projekte, neue Projekte, die ich sonst eben nicht auf dem Schirm habe, weil die meisten so unterm Radar schwimmen. Ne? Ganz viele junge Unternehmen müssen ja erstmal bekannt werden. Und dementsprechend, also die, die bekannt sind, ja, da ist meistens die Chance natürlich nicht mehr so riesig. Ist ja klar, die haben sich etabliert, die kann ich dann noch kaufen, okay, Aktien oder sonstiges. Und hier kann ich eben wirklich ganz frisch vorne dabei sein. Und das aber auch nicht über die nächsten 10, 20 Jahre erst warten, bis da irgendwas rüberkommt, sondern das halt im kleinen Zeitraum. Also in Ja, der Richtung würde ich einen Riesentipp geben. Nutze die Chance, ne? Wirklich mit mir Kontakt aufzunehmen. Michelle ist das beste Beispiel. Ne? Sie hat mich da getestet und ich glaube, du bist da ganz zufrieden ja. mit mir. Und darfst du natürlich gerne jetzt noch sagen, damit die Leute auch wirklich wissen, dass das gut war. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe ja auch investiert, insofern, ich bin da auch sehr gespannt, bin jetzt auch noch gar nicht so lange dabei, das darf ich ja sicher auch sagen, aber bin sehr gespannt auf die Zukunft und vor allem, wie du schon angesprochen hast, den bevorstehenden Börsengang, ja. Und wer jetzt zuhört und denkt, oh Gott, ist das Fenster schon geschlossen? Nein, also wir nehmen das gerade jetzt hier Mitte 2024 auf. Das ganze Jahr kann man sagen, gibt es auf jeden Fall noch Chancen. Natürlich, sie sinken mit der Zeit. Aber auch da, das ist ja nur ein Beispiel jetzt gewesen, ein konkretes, was ich halt gerne mal erwähnt haben wollte, was einfach nur zeigt, welche Möglichkeiten es gibt. Wahrscheinlich, wenn man den Podcast jetzt 2025, 2026 hört, gibt es ähnliche Unternehmen, die auch etwas Cooles in dem Bereich machen. Man muss halt einfach dann wieder schauen, was sind die aktuellen guten Projekte. Und da kommen wir auch zur Frage, wie lange bietest du denn deine kostenlose Unterstützung und Beratung quasi noch an? Also wo sagst du, wie lange machst du das quasi noch auf dieser Mission, Menschen zu Mhm. helfen? Weil klar, es gibt ja auch noch viele andere Dinge im Leben, die man vielleicht genießen will. Und deswegen da vielleicht gerne noch kurz deine Sicht zu. Ja, also ich meine, das Schöne ist, dass der Betreuungsaufwand gar nicht so groß ist, weil diese Unternehmen meistens auch ein Newsletter haben und sonst ist. Ich mache das natürlich trotzdem in der Richtung immer, wenn jemand jetzt durch mich kommt, wird er auf dem Laufenden gehalten und so weiter. Aber generell braucht man mich auch nicht. Ne? Also das ist das Schöne. Man kann auch einfach also in dieses Projekt eben Geld reintun, es für sich arbeiten lassen und kriegt trotzdem von dem Unternehmen total viel mit. Das nochmal ganz wichtig. Es ist auch wichtig, dass es unabhängig von mir dann auch läuft, weil es ganz klar, ne? Also ich werde das jetzt tatsächlich dann bis Ende nächsten Jahres, also 25, werde ich das noch anbieten. Ich bin auch nicht aus der Welt, ne? Auch wenn mich jemand 26 anspricht oder 27 oder so, wenn er den Podcast jetzt erst hört, dann kann er mich gerne noch kontaktieren. Und du hast recht, es kommen immer wieder neue. Ich bin ja, das mache ich ja das ganze Leben schon, dass ich immer wieder welche habe. Und wenn sich irgendwo ein Zeitfenster schließt, dann tun sich wieder andere Sachen auf. Und das ist eben das Schöne, so dass man eben immer, also die Leute, die die letzten Jahre mit mir einfach immer weitergegangen sind, die haben halt sozusagen das immer weiter auch gemacht. Und ich werde auch immer wieder einen Kreis haben, wo ich dann wieder informiere. Aber so ganz wie jetzt zum Beispiel, so Hardcore, ne? So wirklich mit jedem und so weiter, das werde ich dann tatsächlich bis Ende nächsten Jahres noch anbieten. Aber ganz klar, man kann mich jederzeit auch anrufen oder per WhatsApp, Telegram anteasern. Über LinkedIn findet man mich sogar. Allerdings nicht erwarten, dass da jetzt eine riesen Webseite, ne? Also ich habe mich da zwar dargestellt, aber wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen unterm Radar.
so ein bisschen, wie meine Kunden immer sagen, die Perle, ne, die man so kennengelernt hat und habe mich natürlich riesig gefreut, dein Angebot, dass ich jetzt ganz bisschen rausgehe aus dem Dunklen und mich hier ein bisschen darstellen kann und das freut mich natürlich, weil du hast vollkommen recht. Ich reise sehr, sehr viel. Ich kann aber auch auf Reisen natürlich dieses Business, was ich habe, machen. Das ist gar kein Thema. Aber es ist ganz klar, ich will das jetzt nicht mehr die nächsten 20 Jahre machen, weil das ist ja auch ein bisschen anstrengender, ne, wenn man es richtig machen will. Aber das Gute ist wirklich, keiner braucht Angst zu haben. Selbst wenn ich mal weg bin, wenn ich irgendwie, jeder hat immer das, was er im Portfolio hat. Da kriegt er genug Informationen. Da müsste ich theoretisch gar nicht dabei sein, aber ich bin ja noch da, ne? Also ich hoffe auch noch ziemlich lange. Das hoffe ich auch. Ja, genau. Sehr schön. Dann schon mal vielen lieben Dank für deine ganzen persönlichen Einblicke, auch so ein bisschen einfach in das Leben einer ja, sehr erfolgreichen Investorin. Ich glaube, das ist etwas, was man gar nicht so oft ja, erleben darf oder auch einfach mal ja, mithören darf in diesem Fall. Insofern danke, dass du da die doch sehr privaten auch Einblicke gegeben hast, weil es geht ja um Geld und das ist irgendwo doch immer etwas, was einem sehr nahe geht, zumindest den Auf jeden allermeisten. Ne? Fall. Hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Ja, Und genau das ist es, ne? Also man sollte tatsächlich wirklich genau hingucken und das Vertrauen in jemanden, der es wirklich nicht nur gut meint, sondern auch das Wissen, das Know-how hat, dann auch selber eben beweisen kann, hier, ne, ich habe das schon geschafft. Das sind schon wirklich grundlegende Sachen. Das ist ja, wirklich sehr wichtig und ich freue mich riesig, dass du mich angesprochen hast, mir die Möglichkeit gegeben hast und freue mich jetzt natürlich. Bitte auf jeden Fall mich per WhatsApp, Telegram. Bitte dann natürlich sagen, hier, Michelle, ne, ich komme von dem Podcast, damit ich das so ein bisschen einordnen kann, weil ich kriege natürlich sehr, sehr viele Zuschriften, wie jeder von uns auf Telegram, wo man denkt, wer ist das denn? Und dann kann es sein, dass ich da nicht dran gehe. Deswegen immer so ein bisschen, ich komme jetzt hier von Michelles Podcast, dann weiß ich ganz genau Bescheid. Und dann machen wir uns einen Termin, wir telefonieren, machen einen Termin, wir gehen in Zoom zusammen und dann haben wir alle Zeit der Welt und gucken einfach mal, was ich für denjenigen tun kann. perfekt. Gut, dann kommen wir auch zu den Abschlussfragen schon, weil so ein Podcast geht leider immer irgendwann zu Ende. Und Mhm. vervollständigen jetzt einfach so einen Satz mal oder beziehungsweise für 3 Wörter und ich bin sehr gespannt auf deine Sichten. Es gibt kein richtig und kein falsch. Mhm. Insofern der erste Satz, weil ja, investieren hat ja auch immer viel mit Mindset zu tun, wie man heutzutage neumodisch schön sagt, also der inneren Einstellung. Und deswegen Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich Den Mut zu haben, auch über meinen Tellerrand hinauszugehen und mein Mindset für Finanzen so zu öffnen, dass ich mich traue, wirklich zu investieren, auch wenn ich das noch nie gemacht habe oder immer denke, Finanzen ist was ganz Gruseliges. Und natürlich das Mindset zu haben, zu erkennen, dass ich jetzt was tun muss, weil es tatsächlich so sein könnte, dass das Geld eben nicht so sicher auf den Banken da mehr rumliegt. sehr schön. Der zweite Satz lautet, Leben bedeutet für mich. Oh, Fun, Freiheit, auch finanzielle Freiheit, ne? Ja, Ganz wichtig. Das heißt, Finanzen sind wichtig, ne? Keine Unabhängigkeit von Finanzen, aber Freiheit. Für mich ganz wichtig, das zu machen, was ich möchte. Und tatsächlich Geld, ne? Sagt man ja auch, muss nicht unbedingt glücklich machen, aber es gibt mir die Freiheit, das zu machen, was ich immer will. Und wenn es gibt ja viele, die draußen immer sagen, oh, du musst unbedingt wenn du finanziell frei bist, bist du aus Deutschland draußen, du musst auswandern, du musst weiß der Himmel was. Nein, man muss gar nichts. Du musst auch nicht aufhören zu arbeiten. Mach nur das, was du wirklich willst. Mach es ganz bewusst. Entscheide dich dafür, weil ich finde, das Leben ist viel zu kurz und das ist es wirklich. Die Zeit, die kommt tatsächlich nicht wieder. Und ich kenne sehr viele, die in so einem Hamsterrad, ne, laufen so rum und trauen sich auch nicht mehr. Sie haben Familie, ist klar, sie haben Verpflichtungen und so weiter. Aber diese Freiheit, ne, sein Leben zu gestalten. Das heißt für mich Leben. sehr schön. Und der letzte Satz lautet, Erfolg bedeutet für mich. Erfolg, ja, für mich bedeutet er tatsächlich ganz, ganz vielen Menschen jetzt zu helfen, sie zu unterstützen, eben ebenfalls Erfolg in Finanzen zu haben und natürlich in ihrem eigenen Horizont zu wachsen. Das ist für mich ein Riesenerfolg, wenn ich hier vielen, vielen Menschen helfen kann, eben auch wirklich in diese finanzielle Freiheit reinzugehen. Und das wär mein größter Wunsch und das wäre auch mein größter Erfolg.
Und den hatte ich ja jetzt auch schon, aber jetzt kommen noch ganz hoffentlich viele nette Menschen dazu. Ja, bestimmt, davon gehen wir aus. Gut, ja, dann, wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne bei Felicitas. Wenn ihr noch irgendwie zögert, könnt ihr euch bei mir melden. Ich leite das dann auch gerne alles weiter an die Expertin. Und Mhm. dann kriegen wir das auf jeden Fall auf diesem Wege hin und helfen hoffentlich dem oder der einen oder anderen, einfach ihr Geld sinnvoll zu investieren und vor allem zu diversifizieren. Auf jeden Fall, genau. Das sind die Stichpunkte, ne? Und auch tatsächlich sich ein bisschen unabhängig zu machen. Also jeder sollte seine Finanzen tatsächlich, egal ob ich verheiratet bin oder nicht, oder ob ich einen Partner habe oder nicht, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass ich nicht immer das so wegschicke. Ne? Es gibt ja viele Frauen, die sagen, ah, mein Mann macht das. Ja, aber das wäre schon gut, wenn man sich mal Ja, selbst drum kümmert. Und ich glaube, da sind wir als Frauen doch noch mal ein bisschen mehr gefragt. Und da versuche ich natürlich auch zu helfen. Aber alle sind willkommen, ne? Und ich habe wirklich alle Bandbreite von Interessenten und das freut mich. Genauso wie du sagst, breit aufstellen und dann auch wirklich, ja, freuen, was Geld alles machbar machen kann und natürlich die richtige Einstellung, dass Geld dann auch zu mir kommen kann. Das ist aber eigentlich, ne, das fliegt mir nicht zu, aber ich kann es sozusagen durch solche tollen Unternehmen natürlich schaffen, dass es sich dann vermehrt. ein sehr schönes Schlusswort. Dann nochmal vielen lieben Dank. Vielen Dank, Michelle. Danke für die Einladung und Sehr ich gerne. kann tatsächlich nur empfehlen, guckt oder hört euch das an. Michelle macht da super Arbeit und wie ich ja auch schon bei dem letzten gesehen habe, ChatGPT empfiehlt sie auch schon weiter und so weiter. Also das ist wirklich richtig klasse. Also du machst grandiose Arbeit. Herzlichen Dank nochmal für alles. Danke dir. Und ja, wir hören und sehen uns in der nächsten Podcast-Folge Erfolgsgeflüster. Wir freuen uns auf euch. Mach's gut und bis dann.